Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem Muster. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt teilbar durch 6 plus 2 Maschen mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit einer Wendeluftmasche und wir häkeln direkt in die erste Masche eine feste Masche hinein. In die zweite Masche auch eine feste Masche, sodass wir am Anfang 2 feste Maschen direkt hintereinander haben. Danach folgen 4 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und in die 5. und in die 6. jeweils eine feste Masche häkeln. Vier Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und wieder in die 5. und in die 6. eine feste Masche häkeln. Und so nun die ganze Reihe, immer 4 Luftmaschen, dafür 4 Maschen freilassen und in die 5. und in die 6. jeweils eine feste Masche. Müsstet ihr so auskommen, dass ihr 4 Luftmaschen häkelt, 4 Maschen freilasst und noch 2 übrig habt, wo ihr nochmal 2 feste Maschen in die letzten 2 Maschen häkeln könnt. Und das war dann Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Als nächstes häkeln wir um die Kette herum und beginnen mit 2 Stäbchen einfach um die Kette, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Danach gehen wir direkt rüber in die nächste Kette und häkeln auch um diese 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Rüber zur nächsten Kette und auch dort wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen einfach um die Kette häkeln. Und so die ganze Reihe. Am Ende der Reihe um die letzte Kette 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir beenden die Reihe, indem wir ein Stäbchen in die letzte feste Masche häkeln. Und das war dann Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit einer Luftmasche und wir stechen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die erste Masche ein und häkeln dort eine feste Masche hinein, denn jetzt müssen wir das Muster verschieben. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen und gehen dann bei der ersten Gruppe um die kleine Kette herum und häkeln dort 2 feste Maschen hinein. Also wir beginnen mit einer festen Masche, 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen um die erste kleine Kette. Danach 4 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe und um die kleine Kette herum 2 feste Maschen häkeln. 4 Luftmaschen, nächste Gruppe um die kleine Kette herum
2 feste Maschen. Also im Grunde wie Reihe 1, nur dass wir etwas anders angefangen haben. Und nun so die ganze Reihe, 4 Luftmaschen und 2 feste Maschen um die kleine Kette bei jeder Gruppe. Und am Ende der Reihe bei der letzten Gruppe nochmal 2 feste Maschen häkeln und so wie am Anfang nur noch 2 Luftmaschen und wir beenden die Reihe, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt eine feste Masche hineinhäkeln und somit Reihe 3 fertig haben. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 bedeutet, dass wir auch eine dieser Gruppen jetzt nur zur Hälfte häkeln. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. Danach häkeln wir um diese kleine Kette herum 2 Stäbchen und haben somit unsere halbe Gruppe gehäkelt. Anfänger können sich jetzt in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einen Marker hineinsetzen, damit ihr auf dem Rückweg wisst, wo ihr einstechen müsst. Als nächstes machen wir einen Umschlag, gehen um die nächste Kette herum und häkeln, wie wir es kennen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Rüber zur nächsten Kette und auch dort wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und so wird nun die ganze Reihe gehäkelt, immer im Wechsel. Und am Ende der Reihe, nach der letzten vollständigen Gruppe, brauchen wir auch hier wieder um diese kleine Kette zum Schluss unsere halbe Gruppe, indem wir dort 2 Stäbchen um diese kleine Kette häkeln, dann 2 Luftmaschen und beenden die Reihe, indem wir in die letzte feste Masche mit einem Stäbchen das Ganze beenden. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Reihe 5 wird wieder wie Reihe 1 gehäkelt. Wir beginnen mit einer Luftmasche und häkeln direkt am Anfang in die Steigeluftmaschen der Vorreihe eine feste Masche hinein. Danach eine feste Masche um die kleine Kette herum, 4 Luftmaschen und 2 feste Maschen um die kleine Kette über der nächsten Gruppe. 4 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe und um die Kette 2 feste Maschen. 4 Luftmaschen, nächste Gruppe 2 feste Maschen. Und so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 4 Luftmaschen und wir häkeln eine feste Masche um die Kette herum und eine feste Masche in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt und beenden somit Reihe 5. Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und häkeln um die erste große Kette wieder 2 Stäbchen,
2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Danach direkt rüber zur nächsten großen Kette, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Rüber zur nächsten großen Kette und auch dort wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und so die ganze Reihe, ganz einfach. Und am Ende der Reihe um die letzte große Kette 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen häkeln. Und wir beenden die Reihe, indem wir in die letzte feste Masche ein Stäbchen hineinhäkeln. Und das war unsere Reihe 6. Kommen wir nochmal zur Reihe 7 und zum Verschieben des Musters, einmal auf dunklerem Untergrund. Wir verschieben das Ganze, indem wir eine Luftmasche häkeln und dann in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die erste Masche eine feste Masche. Danach 2 Luftmaschen und um die Kette der Gruppe herum 2 feste Maschen. Und ab hier dann, wie ihr es kennt, mit 4 Luftmaschen rüber zur nächsten Gruppe und um die Kette herum 2 feste Maschen. Also das Verschieben beginnt mit einer festen Masche direkt in die Steigeluftmasche der Vorreihe und 2 Luftmaschen, um dann 2 feste Maschen in die erste Gruppe zu häkeln. Somit haben wir das Ganze einfach nur verschoben. Und dann geht es weiter mit 4 Luftmaschen und danach immer 2 feste Maschen über jede Gruppe häkeln. Und so nun die ganze Reihe, 4 Luftmaschen und 2 feste Maschen um die Kette bei jeder Gruppe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzten 2 Maschen über die vollständige Gruppe gehäkelt haben, machen wir wie am Anfang nur 2 Luftmaschen und beenden die Reihe, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt eine feste Masche häkeln. Und das war Reihe 7 und so wie Reihe 3 und 4. Nun häkeln wir wie in Reihe 4 die Reihe 8, indem wir mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen beginnen und dann wieder 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen um diese kleine erste Kette herum, damit wir eine halbe Gruppe in etwa in den Anfang gehäkelt haben. 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen, 2 zusätzliche um diesen Bogen und dann 2 Stäbchen in diesen kleinen ersten Bogen häkeln. Und danach, wie ihr es kennt, direkt rüber in die nächste große Kette und dort wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen für eine vollständige Gruppe häkeln. Rüber zur nächsten großen Kette, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und so nun die ganze Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzte Gruppe um die große Kette gehäkelt haben, häkeln wir um die kleine Kette herum 2 Stäbchen, danach 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste
Masche hinein, die wir noch übrig haben, und beenden somit Reihe 8. Also Reihe 7 beginnt mit einer festen Masche direkt in die Steigeluftmaschen, 2 Luftmaschen und dann 2 feste Maschen in die erste Gruppe, so wie in Reihe 3. Und Reihe 8 beginnt so wie bei Reihe 4 mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 Luftmaschen zum Rüberkommen, um dann 2 Stäbchen in diesen ersten kleinen Bogen zu häkeln und somit eine halbe Gruppe zu erzeugen. Danach geht es weiter immer mit vollen Gruppen bis zum Ende, und am Ende häkeln wir in den kleinen Bogen wieder 2 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die letzte feste Masche und haben somit diese Reihen auch fertig. An sich ein ganz einfaches Muster, bestehend aus 4 Reihen, die, wie ich empfinde, leicht zu merken sind. Auf Menge sieht das Ganze richtig schön aus mit Farbwechsel oder einem Farbverlaufsgarn. Natürlich richtig genial. Ein schönes, luftiges Muster. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr seid gut mitgekommen. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.